Ich möchte euch heute unseren Vertriebskollegen aus der Ukraine vorstellen. Andrei arbeitet seit 12 Jahren als Vertriebler bei uns bei Holm & Laue. Andrei, wir haben uns einige Jahre nicht gesehen. Wie geht's dir? Inzwischen hast du 3 Kinder, bist verheiratet. Wie geht's dir und deiner Familie? Ja, da hast du recht. Wir haben uns wirklich schon lange Zeit nicht mehr gesehen. Ich hatte leider keine Möglichkeit, hierher kommen zu dürfen. Genau, aber ich bin natürlich ganz froh, endlich hier zu sein. Mittlerweile ich bin ein Vater von 3 Söhnen geworden. Ich habe 3 Jungs und die sind natürlich die größte Freude für mich. Denn Umständen entsprechend, es geht uns eigentlich gut. Generell, naja, was kann man eigentlich über den Krieg sagen, wenn man jeden Tag zum Beispiel zur Arbeit geht, aber versteht schon, dass die Drohnen, die können jede Minute auf die Stadt geschossen werden oder die massiven Raketenangriffe können immer wieder sein. Das ist natürlich ein schlechtes Gefühl, was am Ende normal schon für die Ukraine geworden ist. Man lebt damit, man hat sich schon angepasst und wenn man einen Luftalarm hört, dann irgendwie das für die Ukraine es ist nicht mehr etwas Neues, anderes oder Gefährliches. Das ist so wie eine übliche Sache. Ja, man hat sich daran gewöhnt, so klingt das ein bisschen. Und man hat sich daran gewöhnt, ja genau, auf jeden Fall. Es ist natürlich nichtsdestotrotz eine große Unsicherheit für den Alltag, für euch alle persönlich, auch für die Arbeit natürlich. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie deine Arbeit im Moment aussieht? Kannst du noch reisen? Was machst du so? Ja, also wie jeder von uns in der Ukraine, wir versuchen eigentlich ein normales Leben zu führen. Das betrifft nur diejenigen, die eigentlich von der Frontlinie entfernt sind. Das bedeutet zum Beispiel die Hauptstadt Kiew. Also eigentlich zu der Frontlinie, das ist schon ziemlich weit weg. Naja, natürlich für die Drohnen oder für die Raketen, das ist schon kein großer Abstand, aber ich meine, wenn die Frontlinie trotzdem ist 4 zum Beispiel Kilometer entfernt von uns ist, dann hört man diese Explosionen oder die Kämpfe eigentlich nicht. Und man sieht auf den Straßen viele Militär oder leider auch die Menschen ohne Beine oder Arme, die jetzt laufen und das tut unglaublich natürlich viel leid, das sowas zu sehen. Man spürt oder eigentlich riecht in der Luft, dass überall, dass Ukraine in einem Kriegszustand ist. Aber wie gesagt, wir haben uns schon angepasst. Die Menschen in der Hauptstadt, vor allem in der Hauptstadt, gehen zur Arbeit. Die erziehen die Kinder groß. Sie treffen sich ab und zu mit den Freunden. Ja, sie versuchen ein normales Leben zu führen. Ja. Ja, das gilt sicher auch für dich. Wie ist dein Arbeitsalltag so strukturiert? Ja, normalerweise war ich immer ständig unterwegs. Ja. Also man verbringt einige Zeit schon im Büro, aber meistens ist man raus auf den Reisen. Ja. Und die letzten 3 Jahre waren ein bisschen wegen der Sache schwieriger, weil ich nicht so wirklich reisen dürfte. Genau, du betreust ja nicht nur unseren ukrainischen Händler, sondern auch Kunden weiter in Osteuropa bis hin zur Türkei. Das stimmt. Genau, die kannst du im Moment alle nicht besuchen. Genau. Und das war wahrscheinlich das Schlimmste. Ja? Man natürlich immer wieder versucht, sich irgendwie arrangieren. Ich rufe dich an, lass uns über Zoom ein Meeting machen. Ja. Und das klappt gut, aber nicht für ewig.
nicht auf Dauer sozusagen. Das kann man nicht sehr lange machen. Nein. Irgendwann ist das schon ein bisschen zu wenig oder zu viel. Zu wenig, damit meine ich, dass der Händler möchte dich schon persönlich sehen, vor Ort, bei ihm zusammen gemeinsam auf die Betriebe fahren, genau, Kunden besuchen und so weiter. Ja. Das fehlt. Ja, das fehlt im Moment ganz bestimmt, das glaube ich. Nichtsdestotrotz, hast du gerade erzählt, versucht ihr irgendwie guten Kontakt zu halten über Telefon und Zoom. Das ist natürlich super, das machen wir ja genauso. Wir sehen dich einmal im Monat im Zoom-Meeting und wir können auch telefonieren und uns austauschen. Das ist ganz toll. Andrei, erzähl uns ein bisschen über die Landwirtschaft im Moment in der Ukraine, speziell auf den Milchviehbetrieben. Wie sieht es da gerade aus? Ja, am Anfang war das eigentlich sehr schlimm natürlich. Also man kann sich das nicht vorstellen, was die Betriebe, vor allem Betriebe, die jetzt unter russischem Besatz sind, was sie erlebten. Die meisten von diesen Betrieben sind eigentlich zerstört, komplett. Ich habe auch viele Bilder gesehen, wo die Tiere einfach auf dem Boden lagen. Tiere sind meistens alle ums Leben gekommen. So, das kann sich natürlich solche Bilder kann man sich nicht ansehen oder soll nicht ansehen. Genau. Und wenn man schon jetzt über die Betriebe denkt, die jetzt ein bisschen weiter von der Frontlinie entfernt sind, sie wollten von Anfang an gar nicht investieren. Das bedeutet für uns, sie wollten gar keine Technik kaufen. Sie meinten, okay, wir brauchen schon die Modernisierung, aber wir wissen nicht, was auf uns morgen kommt. Ja. Und deswegen wahrscheinlich mindestens ein Jahr, 2022, das war ein Jahr, wenn man fast nichts Neues gekauft hat oder nichts Neues gemacht hat. Eigentlich, sie waren in einem Zustand, wenn man keine Investitionen macht. Aber schon im 2023 könnte man merken, dass die Betriebe mehr Fragen stellen, dass die Betriebe häufiger anrufen und es scheint schon zu sein, dass sie mehr Interesse an unsere Produkte haben. Im Jahr 2024 haben sie angefangen, wirklich zu investieren. Und es lief, man hatte ein Gefühl, es lief wie vor dem Krieg. Man wurde eingeladen für den Besuch. Also wir haben die Betriebe besichtigt, wir haben mit den Landwirten diskutiert und sie haben sich gefreut, uns zu sehen. Und am Ende haben sie auch was bestellt. Ja, toll. Und liegt der Fokus dann tatsächlich mehr auch auf dem Thema Automatisierung und Technik oder gibt es auch noch viel Interesse an Haltungsprodukten? Naja, meistens es geht um die Automatisierung. Die Betriebe wollen gerne alle Abläufe automatisieren. Sie wollen weniger Fälle machen. Sie wollen mehr größeres Datenvolumen zur Verfügung bekommen, um dann später mehrere Analysen durchführen. Welche Kälber soll ich zum Beispiel auf den Betrieb lassen und welche verkaufe ich oder genau. Also ein Hilfsmittel für die Selektion am Ende. Ja, genau, richtig. Also und die Automatisierung hilft dabei. Die Technik hilft, mehr Daten zu bekommen und auch die Arbeitsabläufe einfach zu optimieren. So, und
das ist der Trend momentan in der Ukraine. Die Landwirte möchten alles besser im Fokus behalten, vor allem weil das um die großen Betriebe geht, also die Betriebe über 1000 Milchkühe. Und deswegen, die Zahl der Kälber ist schon riesig, ist schon groß und es ist nicht einfach, kann man nicht sich auf Zufall verlassen. Ja. Ja. Man muss die Entscheidungen treffen, sehr schnell und dafür braucht man die Technik, die dabei hilft. Ja, genau. Ja, schön. Schön, dass wir da unterstützen können, also du vor allem, aber wir als Unternehmen. Und wie gut zu hören, dass da wieder ein bisschen mehr Optimismus offensichtlich vorhanden ist und auch wieder gekauft wird. Das ist sehr schön. Eigentlich, ich habe das selber nicht erwartet, aber ich sehe schon momentan, vor allem im Westen, die neuen Betriebe entstehen. Ja. Ja. Und man denkt, okay, es ist jetzt der Krieg. Wie kann jemand noch einen neuen Betrieb bauen lassen? Aber das tun sie. Die Betriebe, neue Betriebe entstehen. Es wird viel Geld jetzt momentan auch eingesteckt, also finanziert. Und ich glaube, so wie die Landwirtschaft, auch die Menschen im Allgemeinen haben sich einfach an die Situation angepasst. Ja. Es ist klar, wenn zum Beispiel der Krieg, das Wort hasse ich eigentlich, eskaliert. Wir sind schon in einem Krieg, wie kann das noch schlimmer sein? Ja. Aber ich meine, wenn zum Beispiel wir hören werden, dass die Russen jetzt in der Nähe von Kiew widerstehen, dann wird die Stimmung anders sein. Ja, ja. Aber momentan, das geht und wie gesagt, die Landwirte und auch andere Menschen führen ein übliches, ein normales Leben, wie das auch vor dem Krieg war. Ja, soweit möglich. Ne? Soweit es möglich ist, den Umständen entsprechend, genau. Ja. Zum Thema Arbeitsalltag. Wir alle haben ja auch noch einen Kollegen in der Ukraine, Bogdan. Er sitzt viel weiter im Osten, er ist der technische Service für die Ukraine. Genau, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen von seiner Arbeit, wie ihr beide so zusammenarbeitet und dann auch in Zusammenarbeit mit dem Händler in der Ukraine. Wir alle zusammen eigentlich geben unser Bestes, was wir in der Situation können. Das bedeutet, wir sprechen weiter über die moderne Kälberaufzucht. Ja, wir versuchen dieses Wissen an die Landwirte weitergeben. Und das im Prinzip darum geht, dass wir sind unterwegs, wir sammeln zusammen die Leute, wir machen die Tour zum Beispiel zusammen mit den Kunden, um dann zu zeigen, wie zum Beispiel man mit einem Tränkeautomat die Kälber füttert und welche Vorteile sind dabei. Es ist immer einfacher zu erklären, wenn man schon einen Tränkeautomat auf der Arbeit sieht. Ja, das heißt, ihr fahrt mit Interessenten zu anderen Kunden hin, die bei denen das schon. Ah, toll. Genau. Ja, das ist ja toll. So, und das gehört zu diesem normalen Alltag. So, aber wie gesagt, der Händler, Firma Bizart, Bogdan und ich, wir sind die Menschen, die versuchen, dieses Wissen weiter zu verbreiten, weil am Ende man versucht immer die Arbeit effizienter zu machen, die Gesundheit der Kälber zu verbessern, zu optimieren. Also der Wohlstand der Kälber besser zu machen. Und darum geht das. Wir wollen, dass die Betriebe effizienter sind, dass die Arbeitsabläufe leichter werden. Wir möchten die Arbeit abnehmen. Ja. Und die Technik hilft natürlich sehr dabei. Ja. Aber auch von der anderen Seite, es geht viel um die Kälber, weil wir die Gesundheit der Kälber verbessern wollen.
wie auch den Wohlstand, wie sie zum Beispiel auch großgezogen werden. Ja, das ist ein sehr großes Thema, weil früher man nicht wirklich sehr viel Achtung darüber, nicht so wirklich darauf geachtet hat. Ja, auf das Tierwohl meinst auf du? das Tierwohl, Genau. eigentlich über die Kälberaufzug hat man nicht so viele Gedanken gemacht. Ja, Ja? ja. Alle wissen, dass die Kälber die Milch bekommen sollen, aber so schnell wie möglich versuchte man, die von der Milch abzutrennen, weil ja, die sollen schneller das Grobfutter mit dem Grobfutter fressen anfangen, und ja, darum ging es. Ja. Aber es ist eigentlich alles nicht so einfach, wie man denkt. Und es gibt, wir haben neue Kenntnisse, es sind neue Forschungen, die durchgeführt wurden, und über die Ergebnisse sprechen wir. Ja. Weil wir möchten, dass die Kälber fitter werden. Dass sie gesund aufwachsen und eben möglichst naturnah wahrscheinlich. Genau. Was ihnen dann ja wiederum auch zugutekommt, wenn sie groß werden. Genau, weil am Ende ist eigentlich die Tiere, das was wir heute in Deutschland sehen, die Tiere, die mehr nah zu den Vorstellungen also der Natur großgezogen waren. Solche Tiere sind auch dann, wenn sie Kühe sind, ja, die haben bessere Leistung. Also die geben mehr Milch, weil solche Tiere so natürlich großgezogen waren, und man hat einfach weniger Fälle gemacht. Ja, ganz genau. Ja, toll. André, das ist so toll, dass du hier bei uns sein konntest jetzt eine Weile und uns auch ein bisschen berichtet hast. Wir freuen uns, dass du mal wieder hier warst, und natürlich bedanken wir uns ganz doll bei euch allen in der Ukraine, dass ihr da für Holm und Laue auch weiter im Einsatz seid. Bitte grüßt Bizard, unseren Händler, und auch Bohdan von uns, und kommen ganz gut nach Hause und vor allem bald wieder. Steffi, ja, vielen, vielen Dank, dass ich dass ich zu diesem Interview eingeladen bin, dass ich sprechen dürfte, dass ich über die Ukraine ein paar Wörter sagen darf, weil eigentlich am Ende ist es wichtig, dass wir weiter die Ukraine im Fokus behalten, dass man nicht vergisst, dass in der Ukraine man über die Freiheit kämpft, ja, dass man eigentlich für die Demokratie sich einsetzt, weil das sind die Werte, die eigentlich für Deutschland sehr nahe stehen, und wir sind auf einer gleichen Seite. Ja, wir sind zusammen in diesem Kampf gegen das Böse, weil Autokratie soll nicht gewinnen. Ja. Weil das ist, ich hoffe, die Ukraine in naher Zukunft weiter frei bleibt, dass der Krieg zum Ende ist, dass wir die Ukraine endlich zusammen mit den anderen europäischen Nationen zusammen leben, im Frieden können, in einer demokratischen Staat, in einem demokratischen Land, und ja, dass wir wieder zurück zur europäischen Familie kehren. Weil, wie gesagt, wir haben nicht die einfachste Geschichte. Das ist nicht das erste Mal, dass wir gegen Russland jetzt kämpfen sollen, und ich hoffe, dass das Ganze bald zum Ende ist. Ja. André, das hoffen wir alle sehr. Danke dir.